Let's go! Damit wir alle gut zusammenleben können, brauchen wir Regeln. Diese Regeln nennt man auch Gesetze und Verordnungen. Durch Gesetze hat jeder Bürger Rechte und Freiheiten. Das heißt, ich darf in Deutschland meine Meinung sagen und demonstrieren. Ich muss mich aber auch an Gesetze halten. Ich darf zum Beispiel nichts aus dem Supermarkt stehlen. Das ist tabu und ein absolutes No-Go. Wenn ich gegen ein Gesetz verstoße, kann ich vom Staat bestraft werden. Der Staat allein hat die Staatsgewalt. Was bedeutet das? Das erkläre ich dir jetzt. Los geht's! In Deutschland hat nur der Staat das Recht, kriminelle Handlungen und, Achtung, Ordnungswidrigkeiten zu bestrafen. Eine kriminelle Handlung ist zum Beispiel Stehlen. Bei roter Ampel über die Straße laufen ist eine Ordnungswidrigkeit. Der Staat hat auch die Macht, neue Gesetze zu machen. Aber der Staat darf nicht machen, was er will. Er muss sich an das Grundgesetz halten. Die Menschen mit Macht in unserem Land, wie zum Beispiel der Bundeskanzler, dürfen also nicht machen, was sie wollen. Sie dürfen nicht allein über Gesetze entscheiden. Damit das funktioniert, gibt es in Deutschland die Gewaltenteilung. Die Gewaltenteilung ist die Basis einer Demokratie. Sie schützt die Rechte und Freiheiten der Bürger. Die Gewaltenteilung besteht aus 3 Teilen: Legislative, Exekutive und Judikative. Diese 3 Teile kontrollieren sich gegenseitig. Sie passen auf, dass keiner zu viel Macht hat, dass niemand unfair bestraft wird und dass keine unfairen Gesetze gemacht werden. Die erste Gruppe ist die Legislative. In dem Wort Legislative steckt das lateinische Wort legis. Legis bedeutet Gesetz. Die Legislative hat also die Aufgabe, Gesetze zu machen. So weiß jeder im Land, was erlaubt ist und was nicht. Zur Legislative gehören in Deutschland zum Beispiel der Bundestag und der Bundesrat. Sie beraten über Gesetze und schauen dabei auch immer ins Grundgesetz. An diese Gesetze müssen sich dann auch Exekutive und Judikative halten. Die Exekutive ist die zweite Gruppe. Die Exekutive muss die Gesetze korrekt ausführen. Zur Exekutive gehören zum Beispiel die Bundesregierung und die Regierungen in den Bundesländern. Außerdem gehören zur Exekutive auch die Menschen, die in Ämtern und Behörden arbeiten. Zum Beispiel die Polizei oder das Ausländeramt. Die Exekutive schaut also, dass die Gesetze im Alltag richtig funktionieren. Das geht so. Stell dir vor, es gibt ein neues Gesetz. Das Gesetz sagt, dass jedes Kind ein Recht auf gesundes Schulessen hat. Die Exekutive, also die Schulverwaltung, muss sich jetzt darum kümmern, dass es in den Schulen für jedes Kind gesundes Essen gibt. Die dritte Staatsgewalt ist die Judikative. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Recht sprechen. Das heißt, die Judikative bestraft Menschen, die sich nicht an Gesetze halten. Also zum Beispiel, wenn eine Person einer anderen wehgetan hat. Richter an den Gerichten entscheiden dann über die Strafe. Die Richter am Gericht sind unabhängig und lassen sich von niemandem beeinflussen. Die Regierung oder die Polizei kann sie also nicht zwingen, etwas zu tun. Die Judikative muss auch die Gesetze beachten. In Deutschland ist die Gewaltenteilung im Grundgesetz festgeschrieben. Sie steht in Artikel 20 des Grundgesetzes. Über das Grundgesetz habe ich dieses Video gemacht. Jetzt möchte ich von dir wissen, hast du noch weitere Fragen? Dann schreib sie gern in die Kommentare. Das war's. Und denk dran, alles wird gut. Bis dann!